So, dann mal wieder willkommen auf meinem Kanal mit einer kleinen Sondersendung Rente im Nicht-EU-Ausland. In meinem Beispiel, also in unserem Beispiel beschränken wir es jetzt mal auf Thailand, weil da bin ich eben auch ansässig. Habe ich in 2025 eine Erhöhung, ja oder nein? Fragst dich jetzt natürlich wahrscheinlich, was will er denn jetzt eigentlich von mir? Es ist ganz einfach. Die ganze Sache hängt von deinem Wohnsitzstatus ab. Und zwar wir haben die Pflegeversicherung, die auch geändert worden ist. Da kommen wir jetzt dann aber auch noch gleich. Du brauchst dann das ganze Zinnober hier reinziehen, um das alles zu verstehen. Es bleibt sonst nichts anderes übrig. Prinzipiell entscheidend ist, ob du mehr Geld bei der Rentenerhöhung kriegst, wenn du nicht EU-Ausland bist oder nicht, von deinem Wohnsitzstatus ab. Ne, wenn du den Wohnsitz Deutschland gemeldet hast und den Wohnsitz in Deutschland behalten, mindestens 6 Monate und einen Tag dort bist, sind sie in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung pflichtversichert. Sie zahlen also 2025 den Pflegebeitrag von 2,6%. Ihre Rente für Kinderlose sind es 4,2%. Der wird ja auch automatisch abgezogen. In Thailand gibt es jedoch keine Pflegeleistungen aus der deutschen Pflegeversicherung, da kein Sozialversicherungsabkommen besteht. Eine Anwartschaftsversicherung, ca. 55 Euro im Monat, kann Beiträge reduzieren, bietet aber währenddessen keinen Leistungsanspruch. Das ist, du kannst die Versicherung abschließen, keinen Leistungsanspruch hast. Ich finde das schon wieder zum... Ja, okay, gut. Irgendwelche Fiesigkeiten hier wird man mal kneifen. Ich will ein sachliches Video machen. Okay, Deutschland abgemeldet. Wohnsitz Thailand. Also kann auch nicht EU-Ausland sein. Wobei da du gucken musst, welche Regelungen habe ich denn hier, ne? Ist klar, verallgemeinern kannst du es jetzt nicht. Da ist auch hier unten nochmal so ein schöner Hinweis. Dies ist keine steuerliche Beratung oder rechtliche Beratung. Ja? Für verbindliche Auskünfte wende dich bitte an Steuerberater und entsprechenden qualifizierten Rechtsanwalt. Wir haben auch nochmal schnell mit reingebastelt. Bei dauerhaftem Wohnsitz in Thailand und Abmeldung in Deutschland empfällt die Pflicht zur deutschen Pflegeversicherung. Das heißt, damit bist du fein raus, du musst keine Pflegeversicherungsbeiträge zahlen. Nein, lass die Finger von den Kommentaren weg, noch wird nicht geschrieben, erst wenn wir fertig sind. Ihre Rente wird ohne Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherungen überwiesen, allerdings müssen sich privat gegen Pflegeversicherungskosten absichern. Ich habe es jetzt mal so übernommen, wie es drin steht, müssen. Sie müssen gar nichts, kannst, es wird empfohlen. Die Pflegeversicherung, ich habe meine letzten 6 Jahre in Deutschland im Krankenhaus gearbeitet und ich war in sämtlichen Stationen unterwegs. Ich kann euch nur sagen, egal welche Pflegeversicherung, in welchem Land das ihr habt, ihr kommt nicht hin, das haut hinten und vorne nicht hin. Sprich, bietet aber währenddessen keine Leistungsanspruch. Ne? Kannst du Zusatzversicherung abschließen, kannst aber keinen Leistungsanspruch. Dieses ganze Pflegeversicherungsscheiß reden wir nicht drüber. Private Versicherungen sind oft teuer und ab ca. 100 bis 200 Euro pro Monat zu bekommen. Schwer erhältlich, besonders für Rentner. Ab 100 Jahren kann man sich eigentlich in der Regel auch nicht mehr krankenversichern, falls du das schon gewusst hast. Ich finde es hier schon ein bisschen abartig, wie hier Senioren behandelt werden. Den Hinweis haben wir schon weggemacht und jetzt kommen wir zur Rentenerhöhung. Zum 1. Juni 2025 steigen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 3,74%, basierend auf der Lohnentwicklung 2024. Der Rentenwert erhöht sich damit von 39,32 auf 40,79 Euro. Die Erhöhung ist bundeseinheitlich und wird automatisch ausgezahlt, auch für Rentner im Ausland wie Thailand. Für eine Rente von 1.500 Euro bedeutet dies ein Plus von 56 Euro brutto pro Monat. So, jetzt kommen wir zu den Pflegeversicherungen. Änderungen und Nachteile. Der Beitragssatz Pflegeversicherung steigt am 1. Januar 2025 um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6%. Kinderlose 4,2%. Für Rentner wird diese Erhöhung jedoch erst ab 1. Juni 2025 wirksam. Ne? Mit einem rückwirkenden Abzug von 1,2 Prozentpunkten, 6 mal 0,2%, für die Monate Januar bis Juni. Dies führt zu folgenden Auswirkungen. Grob gesagt, der Pflegeversicherungsbeitrag beträgt 4,8%, also die 3,6% plus die 1,2 rückwirkend. Bei einer Rente von 1.500 sind das ca. 72 Euro Abzug. Statt bisher 51, wovon 18 Euro die Nettozahlung sind. Die Rentenerhöhung von ca. 56 Euro wird dadurch spürbar geschmälert. Ab August 2025 der reguläre Beitrag von 3,6%, ca. 54 Euro, wird fällig, sodass die Rentenerhöhung
Stärker spürbar wird Nettoerhöhung ca. 53 Euro nach Pflegebeitrag. Nachteile: der einmalige Abzug im Juni wirkt wie ein Zwangszins, da er auf höhere Renten berechnet wird. Eltern mit 2 Kindern unter 25 Jahren erhalten Abschläge, die rückwirkend ab Mai, April 25 erstattet werden. So, jetzt kommt für die im Ausland lebenden, jetzt hätte ich beinahe gesagt Ausländer, jetzt kommt für die im Ausland lebenden Leute natürlich das Ding: in Deutschland abgemeldet, keine Pflegeversicherungsbeiträge, daher bleibt die volle Rentenerhöhung von 3,74%, circa 56 Euro bei 1500 Euro Rente erhalten. Nachteile: ohne deutsche Pflegeversicherung besteht kein Leistungsanspruch. Haben wir weiter oben gehabt, besteht das sowieso nicht. Private Pflegeversicherung in Thailand ist teuer und oft eingeschränkt. Naja, also ich kenne hier einige, die leben eigentlich sehr gut, auch in entsprechenden Zentren, und die können das gut bezahlen. Also es ist hier bei weitem nicht zu teuer, wie es jetzt wieder verkauft wird. Ich übernehme aber mal so die offizielle Textschreibung und möchte mich damit einfach mal beliebt oder unbeliebt machen. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Pflegekosten zum Beispiel 875 Euro pro Monat für eine 1:1 Betreuung. In spezifischen Einrichtungen muss privat getragen werden. Ja, das ist korrekt. Wie gesagt, Pflegeversicherung ist, ich habe lange genug in der Klinik gearbeitet und du zahlst bis auf 200 oder 300 Euro sowieso alles selbst. Also Beispielrechnung. Bruttopreis 1500 Euro. In Deutschland gemeldet, Juni 2025 Rente. Ne, das könnt ihr euch dann alles mal gut durchgehen. Da habe ich alles so ein bisschen aufgeschlüsselt. Ich kriege hier eh schon einen Zahlendreher, also möchte ich das jetzt auch nicht groß nochmal erläutern. Das kannst du ja, wie gesagt, im Homepage-Artikel nachlesen. In Deutschland abgemeldet, und hier das Fazit dazu: die Rentenerhöhung 2025 bringt eine spürbare Verbesserung, wird aber für Deutschland gemeldete Rentner durch die Pflegebeitragserhöhung, insbesondere rückwirkenden Abzug Juni, gedämmt. In Thailand lebende Rentner mit Wohnsitz in Deutschland zahlen weiterhin Pflegebeiträge ohne Leistungsanspruch. Was die Erhöhung schmälert: abgemeldete Rentner profitieren der vollen Erhöhung, müssen privat selbst organisieren. Kontaktieren die Deutsche Rentenversicherung. Ich habe euch mal den Link mit reingepackt, falls ihr da Bedarf habt, um deine Situation jetzt einfach mal zu klären, und insbesondere bei geplanter Abmeldung oder privater Absicherung in Thailand. Ich weiß nicht, was die Deutsche Rentenversicherung dir bei einer Absicherung im Nicht-EU-Ausland helfen kann. Also hingestellt. So, so viel zum Thema. Kurze Zusammenfassung: die Rentenschmälerung, in alle Fälle kriegen wir mehr Geld. Also die Rentner bekommen alle mehr Geld, und die einen mehr, die anderen weniger, aber im Prinzip ist nach dieser Pflegebeitragsabzug die Sache eigentlich geritzt, und hier kommt eigentlich euer Geld auch wieder normal. Wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig, und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich natürlich die Videos in meiner privaten Freizeit, habe keine weiteren Sponsoren, um dies zu bewerkstelligen. Wenn du diesen Kanal also unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du am Ende der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis bald und zum nächsten Video. Tschüss!